Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Heute geht es um Sequences. Sequences sind unglaublich cool, sehr, sehr praktisch und sozusagen das große Thema in Arndlang. Wenn ihr Sequences verstanden habt, könnt ihr sozusagen die Sprache ungefähr, also nicht ganz, aber fast. Und Sequences könnt ihr euch vorstellen wie so eine Art Vektor, der einfach noch ein bisschen geiler ist. Also es ist nicht einfach nur eine Zahlenkombination, wie man das vielleicht aus der Mathematik kennt. Zum Beispiel, ich kann eine 1 reinschreiben, eine 1 und eine 0. Dann habe ich Koordinaten sozusagen im dreidimensionalen Raum 1, 1 und 0. Das ist in etwa die Grundlage von einer Sequenz. Man schreibt es ein bisschen anders, das war jetzt nur gerade das mathematische Beispiel. Allerdings sind Sequences noch ein bisschen besser als Vektoren, also nicht einfach nur Vektoren, sondern mehr. Ja, was wir jetzt machen, ich erkläre euch erstmal, wie man so eine Sequenz definiert und dann zeige ich euch, was man damit alles machen kann. Also, eine Sequenz wird definiert, ist quasi eine Variable. Wir haben ja gelernt, alles ist eine Variable, auch eine Funktion ist eigentlich eine Variable. Und wir haben hier jetzt, zum Beispiel nehmen wir unsere Sequenz jetzt einfach mal, oder Sequenz einfach mal x. Und dann sagen wir, wir hätten gerne eine dreidimensionale Sequenz und die soll die Variablen 1, 1, 0 enthalten. So, ihr seht es wieder mal, es sind Semikolons, Plural von Semikolon, mehrere Semikoli, egal. Auf jeden Fall sind da mehrere dazwischen. Und wenn ich das jetzt hier so speichere, dann habe ich mir eine Variable angelegt, nämlich x. Auf die kann ich jederzeit wieder zugreifen, wie immer. Und das ist sozusagen eine Variable, die aus 3 Zahlen besteht. Automatisch sind da jetzt 3 Zahlen drin. So, jetzt kann ich das auch machen mit einem y zum Beispiel. Und y, sage ich jetzt einfach mal, ist 9, 1, 1. So. Und jetzt habe ich mir hier noch eine zweite Sequenz abgespeichert, auch mit 3 Variablen drin. Und das bedeutet, ich kann die beiden auch miteinander addieren. Ja, geil, oder? Also ich kann quasi hier sagen, okay, ich hätte jetzt ganz gerne eine normale Vektoraddition. Eine Vektoraddition ist nicht so kompliziert, wenn man sich das jetzt vorstellt. Man nimmt einfach den ersten Wert und den ersten Wert von der ersten Sequenz oder vom ersten Vektor, sozusagen hier die 1 und hier die 9, dann nimmt man hier wieder die 1 und hier die 1 und hier die 0 und hier die 1 und jeweils addiert man die einfach unabhängig voneinander. Also ich addiere 1 auf 9 drauf, dann bekomme ich 10, ich addiere 1 auf 1 drauf, dann bekomme ich 2 und ich addiere 0 auf 1 drauf, dann bekomme ich auch 1. Das heißt am Ende, wenn ich hier jetzt x plus y schreibe, steht da 10, 2, 1. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist daran jetzt so praktisch? Naja, wenn ihr vielleicht mal programmiert habt mit anderen Sprachen, da ist es nicht ganz so einfach. Da müsste man sich jetzt erstmal eine Klasse mit Vektor schreiben und dann müsste man hier die Funktion, dass die Dinger sich addieren können, separat noch implementieren. Das ist hier alles uns erspart geblieben und wir haben einfach instant sozusagen eine Vektoraddition da. Das Coole ist, ihr könnt es auch nicht nur mit Plus machen, sondern auch mit Mal und mit Minus. Also sagen wir mal, wir hätten ganz gerne x mal y, dann bekommen wir hier 9, 1 und 0. Warum 9, 1, 0? Naja, 9 mal 1 ist 9, 1 mal 1 ist 1 und 0 mal 1 ist 0. Wer hätte es gedacht? Also mal können wir hier machen und wir können auch sagen x, jetzt Achtung wieder, Minus schreibt man so, und dann y. So, dann haben wir hier minus 8, 0 und minus 1. Ja, weil eben, ich glaube, ihr könnt selber rechnen, also. So, dasselbe gilt für Skalare. Skalare hören sich jetzt erstmal wieder irgendwie komisch mathematisch an, ist aber eigentlich auch nicht so schwer. Und zwar brauche ich nur einen einzigen Vektor und eine Zahl. Wenn ich jetzt 1 drauf addiere auf meinen Vektor x, Achtung, ihr erinnert euch, x ist 1, 1, 0, dann kriege ich einfach einen 1er-Vektor automatisch überall drauf addiert. Das heißt, es ist, als hätte ich jetzt gerade 1, 1, 1 drauf addiert. Nur ich muss nur einmal eine 1 schreiben, weil jedes Mal derselbe Wert drin steht. Das heißt, ich habe hier instant meine 2, 2, 1 aus 1, 1, 0 gemacht. Selbiges funktioniert natürlich auch, wenn ich sage einmal x. Ja gut, einmal x ist ein bisschen langweilig, vielleicht hätte ich zweimal x nehmen sollen. Dann steht hier 2, 2, 0 und so funktioniert es mit allen Dingern. Das sind sozusagen die Grundlagen, ihr habt hier einfach quasi bessere Vektoren und ihr könnt damit noch mehr machen, zum Beispiel Strings, das zeige ich euch dann das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!